es ist immer möglich, sein Lebenskonzept neu zu definieren. Und man sollte es auch regelmäßig hinterfragen, weil ansonsten bleibt man halt irgendwie auf einem Punkt stehen. Und ich glaube, jeder Mensch im Leben ist hier, um irgendwie eine Erfahrung zu machen oder zu, zu wachsen, persönlich zu wachsen. We're on a journey, looking back on the things that we've taken for granted, but feels like we're Moin, ich bin Ben und das ist meine dicke Bärbel, die ich heute euch zeigen werde. back now. Let's move closer to a new history, find out what we can be together. Take my hand and we will conquer the world. This is our fight. Also wir sind hier im Schlafzimmer sozusagen. Das hier sind meine Kleiderschränke, beziehungsweise das ist mein einer Kleiderschrank. Der ist ja auch ein bisschen leer, weil ich den Van gerade nicht wirklich bewohne. Das ist hier noch ein Kleiderschrank mit mehreren Fächern für für die zweite Person, die dann immer mal mitreist oder vielleicht in Zukunft immer mal mitreist. Genau, hier ist halt noch so ein kleines Müllfach, wo halt alles Mögliche drin liegt. Medizin, Ukulele, Bücher, Spiele, so elektronische Sachen. Hier ist noch mein Laptop, irgendwelche Outdoor-Lampen, Kamera etc. Dann habe ich hier noch Schuhschränke. Genau, hier sind normalerweise halt noch Outdoor-Schuhe oder Kletterschuhe drin. Dann hier sind noch Schlafsäcke, Outdoor-Sachen, Stühle, die kann man hinten rausziehen. Dann habe ich hier noch einen Outdoor-Kocher, Schneeketten, Fernglas, Aufblasesofa, all das, was man halt nicht braucht. Oder manchmal. Ich habe es schon alles gebrauchen können. Genau, das hier ist der Schlafbereich. Das ist mein Bett. Also es ist jetzt ein Single-Bett sozusagen. Hat 80 cm Breite. Da schlafe ich normalerweise alleine drauf. Dann gibt es ja auch Situationen, wo man zu zweit schläft. Oder wo halt irgendwie Freunde, Leute zu Besuch sind. Genau, und da hat man nämlich die Möglichkeit, das hier ganz einfach auszuziehen. Da habe ich hier noch so Matratzenstücke. Die werden dann hier einfach reingelegt. Und dann, zack, kann man sich hier hinchillen. Ich glaube, vor 4 Jahren hatte ich das erste Mal den Gedanken, während meiner Studienzeit, so als ich meine Masterarbeit da gerade geschrieben habe, es war eine ziemliche Scheißzeit. So ging es mir mental auch echt nicht so gut und ich hatte halt mega viel, also es gab halt total viele Stressfaktoren, die da eine Rolle gespielt haben. Irgendwie so Liebesstress, dann Stress mit der Masterarbeit, hatte da halt auch echt ein riesiges Experiment, so ein zweiteiliges Experiment durchzuführen und musste dann halt permanent irgendwie meine Deadline noch erweitern, weil ich es irgendwie zeitlich nicht anders gepackt habe. Und habe halt dann irgendwie das Einzige, was mich so irgendwie lebendig fühlen lassen hat, war so der Gedanke, ja, irgendwie wieder auszubrechen, weil ich war auch schon oft irgendwie mit dem Rucksack unterwegs und irgendwie von Istanbul nach Deutschland getrampt oder Auslandssemester gemacht und da halt auch viel reisen gewesen oder mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren und das war immer so Momente, wo ich mich total lebendig gefühlt habe und wo ich halt voll viel reflektieren konnte und über mich erfahren habe und auch, ja, das waren immer diese Momente, die haben mich so total wachsen lassen, total stark gemacht und genau, und das war dann auch in diesem Moment, da ging es mir wirklich schlecht, so ich bin dann auch direkt ins Berufsleben rein und hatte halt irgendwie gar keine Zeit, mal irgendwie runterzufahren, war halt nur diesen Stressmodus. Mein Körper hat das dann halt irgendwann gezeigt. So, hatte dann mit schweren Depressionen zu kämpfen und bin dann auch nach Berlin gezogen und ja, es war alles scheiße, so, alles war scheiße für mich in diesem Moment und es gab halt nichts Positives mehr. Und ich hatte aber, wie gesagt, während der Masterarbeit habe ich dann immer mir doch so Videos angeguckt und dachte so, wie cool wäre das, so mit so einem Van einfach mal irgendwie raus und irgendwie surfen und
einfach frei zu sein. Und genau, und dann wurde das halt immer schlimmer mit meiner Krankheit und ich habe mich dann auch dazu entschieden, dann in meine Heimat zu ziehen, zu meinen Eltern, weil es mir echt nicht gut ging zu dem Zeitpunkt und hatte aber gleichzeitig im Hinterkopf, oder ich habe auch mit meinen Eltern darüber gesprochen, die haben mich natürlich auch irgendwie versucht, mental aufzubauen und zu unterstützen und meine Familie. Und die haben mir gesagt, ey, du musst hier raus, so, hol dir einen Van, wir gucken nach einem Van irgendwie, so, ich helfe dir bei der Suche und genau, und es war dann tatsächlich auch so und das war dann auch irgendwie mein Weg heraus aus diesem Loch. Das wurde hier eingefräst mit einer CNC-Maschine. Das hat mein Kumpel Patrick Schmidt gemacht. Viele Grüße an der Stelle an Patrick Schmidt, der mir bei dem Ausbau geholfen hat. Er hat nämlich eine Holzfabrik und da konnten wir halt die Maschinen nutzen, beziehungsweise ich. Und er hat mir geholfen beim Brainstorming, bei der Planung des Busses. Und genau, also das sind hier letztendlich die Türen des Schrankes. Hier habe ich noch so einen Birkeast. Den kann man quasi, das ist die Stütze, da kann man umfunktionieren, den Schrank als Tisch. So, dann habe ich hier einen stabilen Tisch, kann mein Essen zu mir nehmen. Hier kann noch eine zweite Person sitzen und genau, ich habe natürlich auch die Möglichkeit, diese Hälfte hier runterzulassen. Da habe ich hier noch, also das funktioniert natürlich, würde das jetzt nicht funktionieren, wenn das Bett ausgezogen ist, dann kriege ich den hier halt nicht rein. Deswegen habe ich hier noch Ketten, die werden dann an diese Verschlüsse befestigt, hier eingehakt und dann kann man auch im Bett frühstücken beispielsweise, wenn das Bett ausgezogen ist. Genau, so dann geht es weiter im Programm. Hier habe ich auch noch so ein Birke-Stöckchen. Ah ja, genau, nicht zu vergessen, das ist hier das Bücherregal. Hier ist noch so ein Bluetooth-Lautsprecher. So, dann, wenn ich das Bett hier ausziehe, wird das auch nur hier eingerastet. Und dann habe ich hier halt noch diesen Birkeast, der wird hier reingeklemmt zur Stütze, um das Ganze stabiler zu machen. Dann ist hier oben noch ein Matratzenstück. Also ich kann das auch gerne mal hier rausholen. Zack. Das wird dann hier draufgelegt. Und dann habe ich eine riesige Liegefläche von 1,36 Meter Breite. Genau. Und das Coole ist, wir haben das nämlich so gebaut, dass man, wenn man hier zu zweit oder zu dritt drinnen liegt, kann man nämlich die Füße hier noch schön in diesen Ausschnitt stecken. Und genau, kann den Laptop beispielsweise hier in diese Gummizüge einhängen und dann kann man hier einen Film gucken. Oder hier haben wir noch einen zweiten Bildschirm, wenn ich arbeite, der wird dann hier oben eingehängt und dann kann man hier auch so ein kleines Kino aus dem Bus machen. Mein Chef war super menschlich und hat auch gesagt, ey, nimm dir irgendwie eine Auszeit, reduziere deine Stunden und du bist bei uns immer gut aufgehoben und machst eine gute Arbeit. Und deswegen konnte ich dann auch meine Arbeitsstunden reduzieren, hatte immer noch einen festen Job, war bei meinen Eltern und dann habe ich halt mich umgeschaut nach einem Van und habe dann auch geliebäugelt mit einem Mercedes schon die ganze Zeit, mit der kleinen Schnauze vorne und wollte dann eigentlich so einen 609D. Und dann habe ich aber irgendwann den entdeckt und der stand sogar in Thüringen, also meine Eltern wohnen in Südthüringen. Und dann habe ich mit meinem Dad telefoniert und er so, ja komm, wir fahren da hin. So, Schwabhausen war das. Dann sind wir zu dem Händler gefahren und genau, und dann habe ich den Bus gesehen und dann haben wir eine Tour, also sind wir halt so eine Trial-Runde gefahren und dann hat mich mein Vater so angeguckt, das ist doch ein guter Motor, ne? Schöner alter Saugdiesel. Und dann habe ich gesagt, das ist er, genau. Und dann habe ich den dann mitgenommen, habe den dann gekauft. Also unter dem Bett ist ganz viel Stauraum, ganz viel Kites vor allem. Genau, das ist so mein Stauraum für meine Kitesurf-Ausrüstung. Hier sind halt die ganzen Kiteschirme drin, ein Surfboard, also ein Twinboard zum Kitesurfen, Trapez, Bars, alles, also
das meiste ist halt wirklich so Kitesurf-Ausrüstung, aber auch, ja, also Handtücher, dann Bettwäsche, ein Volleyball, dann hinten ist noch ein Werkzeugkasten, eine Angel ist da noch drin. Es sieht gerade chaotisch aus, aber eigentlich ist es sehr aufgeräumt. Ist alles so in Kästen verstaut. Hier genau ist halt, hier sind Ersatzteile, irgendwie Öl. Ja, falls mal irgendwas kaputt gehen sollte unterwegs am Bus. Eine Gießkanne, um Wasser aufzufüllen. Genau, ein Didgeridoo ist noch dabei. Und ein Zelt. Und der Wassertank, der geht hier noch ein Stück rein. Der geht bis unter die Küche. Das sind 100 Liter, die da reinpassen. Genau, aber hauptsächlich ist das so, ja, der Stauraum für die ganzen Kites. Zack. Hier ist noch ein doppelter Boden. Haben wir aus dem Grund eingebaut, damit erstens das Bett halt höher ist und mehr Stauraum unter dem Bett ist und dann aber noch zeitgleich Stauraum in diesem doppelten Boden ist. Genau. Oder man diesen Boden hat und gleichzeitig, was halt ganz cool ist, kann man den doppelten Boden hier einfach noch ausziehen. Und das kann man theoretisch einmal komplett aufmachen. Genau, und dann kommt man hier an die Stühle. Die kann man halt hier rausziehen und dann hat man hier nochmal so eine Außenfläche zum Kochen oder zum Essen. Genau, that's it. Und zusätzlich verbirgt sich nämlich hier, wie gesagt, noch ganz viel Stauraum. Und unter anderem meine Outdoor-Dusche, meine selbstgebaute, die ich in Kroatien mit meinem Kumpel Patrick gebaut habe, als ich meinen Duschsack verloren habe. Und genau, die wird einfach, also hier ist einfach so ein Regenrohr, so ein HTC-Rohr. Und genau, hier ist halt einfach ein Wasserhahn mit einem Gartenschlauchanschluss. Und dann im Sommer, wenn die Sonne drauf prasselt, dann wird es auch wirklich sehr warm. Dann wird das hier aufgemacht und dann kann man sich hier duschen. Hier vorne ist der Einfüllstutzen. Da habe ich noch ein Ventil drauf gemacht. Ich habe es erst probiert mit Druck, aber da hätte ich die Rohre noch verkleben müssen mit so einem 2-Komponenten-Kleber. Und in Kroatien war das alles ein bisschen kompliziert im Baumarkt, das zu bekommen. Genau, und deswegen ist einfach hier so ein Luftventil, damit die Luft reinströmen kann. Und hier ist der Einfüllstutzen, das wird einfach aufgeschraubt und an der Tankstelle kann man dann halt einfach Wasser reinlassen oder wo auch immer, wo man halt einen Wasserschlauch hat. Ich habe mir zu dem Zeitpunkt ja auch noch einen Hund angeschafft. Für den hatte ich den ja eigentlich auch so konzipiert, so den Ausbau, auch mit dem Platz hier, also dass er halt hier wie so eine Höhle hat, so eine Schlafgelegenheit. Und Soma hieß der und genau mit dem habe ich dann, ja, also den habe ich dann halt aufwachsen sehen, habe dann halt noch parallel den Bus ausgebaut und da hatte ich auch sehr viel Unterstützung von meinem Kumpel Patrick, der eben diese Holzfabrik hat und auch sehr gute Ideen hatte. Und ich konnte halt die ganzen Maschinen nutzen, konnte da halt Nachtschichten einlegen, was halt super praktisch war und gegen Bierzahlung. Genau, sind auf jeden Fall einige Bierflaschen leer geworden dabei. Wir sind dann halt irgendwann losgefahren zu zweit und anfangs war das dann auch echt noch, hatte ich immer noch diese so mit so Angststörungen zu kämpfen und das war echt noch, ja, es war immer noch, steckte halt immer noch so tief in mir drin. Ne? So, ich war wirklich so lange von diesen Dämonen besessen und dann, keine Ahnung, ich habe da auch noch zu dem Zeitpunkt noch eine Therapie gemacht, als ich diesen Bus ausgebaut habe. Was mir auch noch sehr dabei geholfen hatte, halt aus dieser Geschichte da rauszukommen. Ne? Und genau, und dann bin ich halt irgendwann mit Soma dann losgefahren. Und dann war halt irgendwie alles so abgeschlossen. Ne? So, der Bus war fertig, weitestgehend, dann die Therapie abgeschlossen. Und ja, Soma war auch bereit, so hatte auch schon voll gut gehört auf die Kommandos, war halt immer noch jung, aber irgendwie hat das gepasst, so, es hat sich richtig angefühlt. Und dann sind wir halt losgefahren und dann ja, war das eigentlich voll die coole Zeit. So, war echt eine super, super spannende Zeit, eigentlich komplett Abenteuer und
wir haben echt viel gemacht, viel Sport, viel gesehen. Wir hatten so schöne Stellplätze. Also eigentlich nehme ich den nur ganz selten. Aber man könnte theoretisch, den halt jetzt hier befestigen. Dann habe ich hier so Magnete. Genau, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und dann kann man halt hier, wie gesagt, halt schön duschen. Ne? So, also das ist die eine Duschmöglichkeit, die ich halt habe. Und die andere sieht wie folgt aus. Ich habe halt vorne noch so einen Duschsack. Da muss ich eigentlich echt immer Werbung machen für, ja, mache ich jetzt nicht, aber von dem Hersteller, weil ich davon wirklich überzeugt bin. Das ist total klasse, das Ding. Und dann habe ich hier noch so einen Schlauch. Und das Ding ist super praktisch, weil man kann halt hier den Druck reinpumpen. Dann schließt man den Schlauch an. Und damit dusche ich eigentlich am meisten. So. Und das nutze ich halt auch für meine Sportsachen, um meine Kites sauber zu machen, die Boards sauber zu machen nach einer Session im Meer oder halt für meine Fahrräder. Genau. Und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist irgendwie warmes Wasser. Deswegen, wenn es kalt ist und ich möchte mal eine warme Dusche haben, dann erhitze ich das Wasser auf meinem Herd und mache dann halt eine Hälfte kaltes Wasser, eine Hälfte warmes Wasser und dann habe ich halt eine warme Dusche. So, also es funktioniert auch, aber es ist halt irgendwie unpraktisch. Besser wäre halt einfach noch einen Boiler zu haben. Das Feuerholz-Equipment, ne? Eine Axt, eine Säge und das Wichtigste, die Machete, wo ich wirklich damals in Albanien große Probleme bekommen habe. Danke nochmal an meine Ex-Freundin, deren Name sehr wichtig ist in Albanien und der mich dann auch wahrscheinlich vom Gefängnis bewahrt hat oder so. Also das war auch eine ganz witzige Geschichte. Ja, die haben mich festgehalten an der Grenze und war mein Hund Soma noch dabei und die beiden Grenzsoldaten, die waren halt so ein bisschen, ja, es war ein bisschen furchteinflößend, muss ich sagen. Haben auf den Boden gespäht, so mit Kippe im Mund. Und mein Hund Soma, der hat halt die ganze Zeit gebellt. So richtig aggressiv gebellt. Da habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Und dann musste ich in so eine Halle reinfahren und musste den draußen anbinden. Und dann haben die den Bus auseinandergenommen. Und Patrick und ich mussten den Bus komplett einmal leer räumen. Und die haben dann nach irgendwelchen Sachen gesucht. Ne? So, und dann hat er meine Wanderstiefel entdeckt, der eine Typ, der eine Grenzsoldat, und hat die halt einfach angezogen, ne? So teure Wanderboots. Und Patrick, mein Kumpel, meinte so, hey, der zieht deine Stiefel an. Ne? Und ich so, hey, hab dann gesagt, so, hey, ja, was soll das? Ne? Das sind meine Stiefel, können Sie da bitte rausgehen? Und er so, nö, gehören mir. Ne? Ich so, okay. Hab dann erstmal hier weiter die Sachen ausgeräumt, weil der andere Typ in meinem Bus war, der andere Grenzsoldat, und ich hatte halt irgendwie ein paar Bedenken, dass er sich irgendwelche Sachen einsteckt. Genau, und dann sind wir halt hier rein. Ich bin dann hier rein, Patrick hat dann den anderen Typen beobachtet und er hat dann halt immer irgendwelche Sachen gefunden, einmal so Long Papes und hat so gesagt, oh, big problema, Albania, big problema. Dann habe ich gesagt, also, okay, ich habe hier keine Drogen dabei, Sie können alles durchsuchen. Ne? Also in Deutschland ist kein Problem, zum Tabak rauchen. Ne? So, er so, no, Albania big problema. So, und dann hat er sie halt weggelegt, dann hat er K.O.-Gas gefunden, also Pfefferspray, so eine kleine Tube da, und hat dann auch irgendwie wieder gesagt, dass es halt natürlich ein großes Problem ist in Albanien. Und der andere hat in der Zwischenzeit sich so eine Stirnlampe von mir aufgesetzt und hat dann auch gesagt, ah, schön, brauche ich so, danke, behalte ich. Und ich so, nein, gehört mir. Ne? Und genau, auf jeden Fall ging es dann halt immer so weiter. Und dann irgendwann hat er halt die Machete entdeckt. So, und zieht sie so raus. Oh, big Probleme, Albania. Ne? Und ich so, okay, was ist das Problem? In Deutschland ist es erlaubt, so zum Feuerholz machen. Und er so, nein, das ist eine Waffe, du kannst halt jemanden töten. Ne? Und nimmt die halt so, zieht die raus und hält kurz vor mir halt so an. Und dann war ich ein bisschen skeptisch, hatte ein bisschen Angst. Und naja, auf jeden Fall hat er dann die Sachen auf den Tisch gelegt. Er hat so gesagt, okay, was machen wir jetzt damit? Ne? Und dann hat er so die Stiefel angeguckt, die Stirnlampe, und dann hatte ich echt Schiss wegen der Machete, dass es eine Waffe ist und ich da irgendwie Stress bekomme oder keine Ahnung. Also kann man halt voll schlecht einschätzen. Ne? Und dann meinte er halt,
ja, was machen wir damit? Hier hat noch die Ausweise kontrolliert. Und dann ist mir meine Ex-Freundin eingefallen. Und die meinte nämlich zu mir, wenn irgendwas ist, so, ruf mich an oder so, oder sag meinen Namen. So, die kennen halt meine Familie, irgendwie haben die da halt, ihr Onkel ist ja als Märtyrer damals für die Etablierung der Demokratie gestorben. Und genau, irgendwie sind die halt voll bekannt. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, I know what we can do now. Und dann habe ich halt ihren Namen gesagt, so, ich kann sie anrufen. Und dann haben die sich angeguckt und haben den Namen dann so genannt, okay. Und dann die Sachen dann halt wieder zu mir hingeschoben und haben gesagt, okay, you can go now. Und dann Patrick und ich haben uns angeguckt, oh, haben uns übelst gefreut und sind dann ja, so ja, voller Selbstbewusstsein dann aus dieser Halle gefahren. Ja genau, das war ein bisschen, das war so eine, genau, das ist die Geschichte zu der Machete, die mir da gerade eingefallen ist. Also Soma war dann jetzt schon fast 1 Jahr alt und dann genau, und es war halt, ging halt so schnell, als er halt diesen Unfall hatte. Dann waren wir in Leonidio, wie gesagt, und dann bin ich in eine Wäscherei gefahren und wollte einfach nur meine Wäsche abgeben. Das war halt, wir standen an der Straße und ja, ich habe die Tür zugemacht, habe geklingelt, hat keiner aufgemacht in dieser Wäscherei. Dann bin ich zurück und habe mich dann in den Bus gehockt und habe dann einfach kurz gewartet und dann klopft es dann irgendwann an der Tür und dann war der Mann von der Wäscherei da und hat halt gesagt, ja, du kannst deine Wäsche hier abgeben. Und ich habe so mal, weil der ist jedes Mal halt sofort rausgesprungen und das hatte er noch nicht so richtig raus, dass er es nicht sollte. Und ich habe ihn dann halt festgehalten und ich habe dann einmal kurz weggeguckt, habe den Sack Wäsche rausgegeben und dann ist er halt rausgesprungen direkt auf die Straße. Und es war auch keine befahrene Straße, aber genau da kam halt ein Auto gerade angefahren und hat ihn halt angefahren. Und dann ja, war das halt sehr schlimm. Genau. Und er hat halt auch noch, also er hat noch gelebt und ich musste dann bin dann zum Tierarzt gefahren direkt. Der Typ hat mir halt von der Wäscherei ist dann vorgefahren und ich bin dann zum Tierarzt und ja, ich habe dann schon gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt mit seiner Wirbelsäule, weil seine Vorderläufe, die waren dann noch okay und er hat die ganze Zeit versucht aufzustehen und konnte aber die Beine halt nicht mehr hin bewegen. Ne? Und dann hat der Arzt halt alles abgetastet, konnte aber nicht röntgen und hat halt gesagt, ja, sieht halt schlecht aus und ja, dann musste ich ihn halt einschläfern lassen. Genau, und das war dann, bin dann zurückgefahren nach Leonidio und sind wir auf den Berg gefahren und haben ihn dann beerdigt auf dem Berg. Und es war ja auch, also es war sehr, sehr schön. Also dieser Moment irgendwie, als dann morgens die Sonne aufging und ja, also es hat mich halt sehr berührt und hat mich sehr geprägt, so diese Zeit, die wir zusammen hatten. Also ich würde sagen, dass es ist halt so verrückt, weil ich halt voll viel daraus ziehen kann, so auch so diese Botschaft, die sich dahinter verbirgt hat, so nach und nach erkannt habe oder immer mehr erkenne und auch, also verrückterweise habe ich vor ein paar Monaten bei einem Schamanen Ayahuasca genommen und genau, und dann hat er mir gesagt, ja, Ayahuasca ist auch im Volksmund der Schaman Soma, ne? Und genau, und ich habe ihn eigentlich Soma genannt aufgrund von vom Rig Veda, so einer hinduistischen Geschichte. Fand ich das irgendwie ganz schön, habe da irgendwie gar nicht dran gedacht, aber dann habe ich auch bei diesem Ayahuasca-Trip habe ich halt so viel gesehen und erkannt und alles war so klar für mich, auch dass er halt irgendwie gehen musste und aber auch so dieses Negative so mitgenommen hat, so der mich halt aus diesen Tiefen irgendwie rausgeholt hat. Ne? Ja, ich bin froh auf jeden Fall, auch wenn es nur diese kurze Zeit war und wenn es so schmerzvoll war, dieser Tod oder dieses Loslassen, hat es mich aber wirklich unendlich bereichert und hat irgendwie zu dieser Reise dazugehört, ne? Auch wenn es sehr traurig war. Ja. Okay, let's start. Also, das ist die Küche. Ja, also genau, was soll ich sagen? Also hier ist halt ein Kocher, ganz normal,
2 Kochplatten laufen über Gas. Die Gasflasche befindet sich halt hier drunter. Das ist so ein altes Emaillebecken von der Oma eines Kumpels, umfunktioniert als Waschbecken. Das ist ein altes Aluminiumrohr, glaube ich, vom Wertstoffhof, umfunktioniert als Wasserhahn. Dann habe ich hier ganz viel Stauraum. Voila, das sind erworbene Gläser aus dem verlassenen Hotel in Kroatien. Dann, genau, also hier habe ich so ein von der Stehlampe, beziehungsweise mein Dad hat das halt eingebaut. Das ist von der Stehlampe einfach so ein alter so ein Schalter, so ein Fußschalter. Und wenn ich jetzt hier drauf dreht, schaltet es die Pumpe an und dann fließt dann halt das Wasser oben raus. Was super praktisch ist, ich hatte vorher hier den Schalter und das Waschbecken war weiter hintergesetzt. Dann habe ich die Arbeitsplatte erneuert und dachte so, ja, ist super unpraktisch, weil man permanent irgendwie sich den Schalter anschalten muss, verliert dann voll viel Wasser, ist halt nicht sehr effizient und außerdem hat man dann halt hier überall so Wasserflecken. Deswegen habe ich mich halt umentschieden, habe halt die Schüssel jetzt so umfunktioniert und mit diesem Fußschalter ist es super praktisch, finde ich. Genau, dann ja, hier ist so eine Magnetleiste mit Besteck, einem guten Opinel, muss überall dabei sein, ne? Für jeden Camper. Dann halt hier so ein paar Brettchen zum Schnibbeln. Und genau, hier ist noch so ein ausziehbarer Spiegel. So, für die Frau. Ne? So. Dann genau, hier ist die Tankanzeige von dem Wassertank. Das ist aus einem alten Camper ausgebaut. Läuft halt mit Widerständen, die an dem Wassertank befestigt sind. Hier habe ich noch so 2 USB-Buchsen. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber also ich bin studierter Betriebswirt, genau. Genau, ich arbeite für eine Berliner Agentur und habe mich dem Kapitalismus verschwört. Nein, Quatsch. Nein, so schlimm ist es nicht. Also ich arbeite für eine Agentur und wir machen, also ich bin letztendlich Marketing- und Strategieberater und genau für digitale Firmen. Und das ist relativ interessant, so was ich mache, also sehr psychologisch. Und das Team, in dem ich arbeite, ist halt super nice. So, ich bin damit echt happy. Klar vermisst man manchmal so, in mir steckt halt auch sehr viel Kreativität und weil ich sehr viel, ja keine Ahnung, sehr viel Energie in mir habe oder sehr viele Ideen. Also wenn ich so Projekte habe, keine Ahnung, wie beispielsweise jetzt meine Wohnung irgendwie eingerichtet habe, so, dann kann ich, oder den Bus irgendwie, dann habe ich so voll den Tatendrang und kann kaum schlafen, weil ich dann irgendwie neue Ideen habe und kann es kaum erwarten, irgendwie das umzusetzen. Und ja, das vermisse ich halt auch so ein bisschen, auch dieses Musikalische, weil ich auch irgendwie immer in der Musikindustrie arbeiten wollte oder mit Musik was machen wollte. Habe dann auch kurzzeitig ein Praktikum gemacht bei einem großen Musiklabel. Habe dann gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so cool ist. Und ja, genau. Und ja, so finanziere ich mich gerade und bin da relativ, also ich arbeite auch nicht Vollzeit und hätte ich auch gar keine Lust mehr, Vollzeit zu arbeiten. Also ich arbeite 32 Stunden pro Woche und bin aber trotzdem relativ selbstständig jetzt innerhalb der Firma. Und ja, es ist schon ein sehr selbstbestimmtes Arbeiten, was ich auch brauche, um irgendwie glücklich zu sein. Und genau, wie gesagt, das Team ist super und mein Chef, der hat halt auch eingewilligt, dass ich immer mal unterwegs sein darf und dann halt auch vom Van aus arbeiten kann. Und habe halt hier das ganze Kochgeschirr drin, Trichter, genau. Hier hinter verbirgt sich, wie gesagt, die Gasflasche und hier ist halt der Kühlschrank oder mein Kühlfach, meine Kühlbox. Kann ich hier über den Schalter einschalten. Genau, ist halt jetzt leer, also nur Schnaps drin. Genau, das habe ich dir vorhin auch schon gezeigt. Das ist auch ein sehr guter Scotch aus dem Hotel in Kroatien. Ist noch gut, ne? So 10 Jahre wahrscheinlich alt oder 20.
Ich hatte anfangs eine Chemietoilette, die war dann hier unter diesem Fach, also das kann man hier halt aufmachen. Und dann konnte ich diese Chemietoilette rausziehen, aber ich habe die so selten benutzt, dass ich dachte, okay, dann verschenke ich die lieber. Dann habe ich die meinem Kumpel geschenkt und stattdessen habe ich dann halt eine Trockentoilette gebaut, eine Trockentrenntoilette. Und das ist das gute Stück. Hier mit der Schnalle kann man das halt dann ausleeren, kann man das aushebeln und das ist halt, genau so sieht das aus. Letztendlich, das ist halt so ein Bidet genau, so ein, was ist das denn eigentlich? Ja, so ein Bidet halt, ne? So eine Einlege-Bidet für die Toilettenschüssel. Und das habe ich halt umfunktioniert, so mit Heißluftföhn bearbeitet und dann mit Epoxidharz und mit Glasfaser habe ich dann halt hinten noch diese Kante dran geklebt. Und dann ist noch so ein, was ist das? So ein Silikoneinsatz, der halt geschlossen ist und wenn man halt reinpinkelt, dann öffnet er sich, also damit es halt so den Geruch nicht durchlässt. Genau, ja, super praktisch und ist halt auch noch ein kleiner Stuhl oder Sitz. Ne? Den kann man halt dann auch, wenn das hier ausgezogen ist, kann man halt hier auch essen, kann sich da noch einer draufsetzen. Also der Bus ist komplett gedämmt. Was halt super schön ist im Sommer, ist es relativ kühl hier drin, muss ich sagen. Es heizt sich nicht so schnell auf. Im Winter staut sich die Wärme hier auch. Ich habe auch noch eine Standheizung eingebaut. Dadurch eine 5 kW, dadurch erhitzt sich halt der Raum hier relativ schnell. Und genau, das hat mein Kumpel Patrick Schmidt konstruiert sozusagen, was super cool ist. Also hier ist es leider gebrochen. Nehmen wir mal die andere Seite, die ein bisschen schöner aussieht. Genau, das ist letztendlich alles Sperrholz, so drittklassiges Sperrholz, was wir hier verwendet haben. Aufgrund der Maserung wollte ich das halt drin haben, weil es halt so organisch und einfach lebendig aussieht. Das hat mir einfach viel besser gefallen als dieses aalglatte Sperrholz, was die meisten verwenden. Und genau, das hier sind letztendlich, weil viele denken immer, das sind einzelne Paneele, ist es aber gar nicht. Das sind nämlich einzelne Module. Also das hier ist ein Modul und das hier ist ein Modul. Und das ist letztendlich eine Sperrholzplatte, die genutet wurde. Also hier sind verschiedene Nuten in, ich glaube, so, ja, was ist das, so 10er Abstand. Und hier wurde der Nutabstand verringert. Dann haben wir diese Platte nass gemacht, wir haben die angefeuchtet und dann haben wir die anfangs, das war der Fehler hier, haben wir die halt mit was haben wir das? Also genau, wir haben halt hier solche, jetzt komme ich nicht drauf, Leistenböcke haben wir halt reingepresst und dann hat es aber nicht gereicht, deswegen ist es hier gebrochen. Und hier haben wir das halt dann anders gemacht und haben es dann halt in die Presse geklemmt. Wir hätten es wahrscheinlich noch, also diese Seite hätten wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen feuchter machen müssen, um diese Biegung reinzubekommen. Und genau, und hier hat es halt funktioniert und es sieht halt super schön aus und genau, finde ich halt super, um diesen Platz halt auszunutzen, diesen Radius auszunutzen. Und außerdem ist es halt viel einfacher anzubringen, als einzelne Paneele anzuschrauben und einzelne Querstreben dann noch irgendwie drin zu haben. Also genau, also falls ihr solche Module haben wollt, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden. Dann kann ich das vermitteln. Selbst wenn ich den Job nicht damals gehabt hätte, wäre ich trotzdem losgefahren, ne? Auch ohne Geld. Und dann hätte, sage ich mal, auch meine Not erfinderisch gemacht. Und dann hätte ich auch irgendwas. Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt nochmal woanders oder keine Ahnung. Aber so klar habe ich jetzt so meine Sicherheit und ich bin auch glücklich mit dem, was ich mache. Aber ich glaube, jeder steht sich halt oftmals selbst im Weg und sagt halt, er kann es nicht oder ist halt nicht mutig genug, weil wir halt in so einem konservativen Glaubenssatz irgendwie groß geworden sind, dass halt die Sicherheit irgendwie allem anderen überwiegt, ne? Was halt auch gut ist, aber ich glaube Sicherheit, also diese Situation, wo ich immer die Sicherheit als die Sicherheit im Vordergrund stand, bin ich nicht gewachsen oder also als alles einfach war, weiß ich nicht, da habe ich nicht viel mitgenommen, aber als so Sachen, die halt irgendwie, die anstrengend sind oder schwer sind oder die halt auch mal wehtun, die bringen einen ja letztendlich erst weiter, ne? Und man sagt ja immer so schön, so komm raus aus deiner Komfortzone. Ja, aber also es ist ja kein Bullshit so. Es ist ja, also da ist ja wirklich was dran. So, man muss halt einfach mal
sich aufraffen, sich überwinden und wirklich aus dieser Komfortzone rauskommen. Und dann entwickelt man halt auch, also man muss halt auch was machen. So, man muss halt den Arsch hochkriegen und anders geht's halt nicht. Ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist eine Leiter vom Swimmingpool hier. Genau, also hier ist das Solarpanel, 270 Watt. Hier habe ich so Schrauben, wie heißen die denn, so Griffschrauben. Die kann ich ganz einfach öffnen und dann kann ich das auch aufstellen. Ich habe hier nämlich noch so ein Gelenk verbaut auf beiden Seiten und dann ist es sozusagen aufstellbar. Genau, dann habe ich zusätzlich, was ganz cool ist, das ist jetzt auch eine neue Konstruktion. Ich habe hier so Profile integriert, die kann man ausziehen. So, dann kann man die halt jetzt wieder festmachen. Und ganz vorne habe ich ein identisches Profil und da lässt sich nämlich die Hängematte noch einhängen, was super cool ist. Oder man kann das auch umsetzen, das vordere Profil weiter hinten integrieren und dann kann ich da noch eine Klimmzugstange einhängen und dann Klimmzüge machen. Man muss jetzt kein Arzt werden oder man muss jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, nach Afrika fliegen mit einem Flugzeug voller Essen. Klar wäre es wünschenswert, aber irgendwie wäre es halt cool, wenn man dann so erstmal bei sich anfängt und in seinem Umfeld und vielleicht auch für sein Umfeld inspirierend wird, ne? Und einflussreich wird in einem positiven Weg oder in einem positiven Sinn. Und genau deswegen Dalai Lama, weil er gesagt hat, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Genau, und das ist so, ja, würde ich mir halt wünschen, dass jeder da mal guckt und auch so seine Schattenseiten mal aufdeckt und auch seine Glaubenssätze, so, die können ja auch generationsübergreifend sein, aufräumt und nicht alles sagt, ja, mache ich so, weil ich habe es schon immer so gemacht, sondern man kann ja auch, also die Welt entwickelt sich ja auch so. Ja, genau, dass man da halt anfängt und das würde ich mir halt wünschen. Ja.